Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zum Sailor Moon Jahresrückblick 2025. Zwar hat das neue Jahr schon angefangen, aber ich möchte mit euch trotzdem einen Blick darauf werfen, was sich 2025 so alles im Sailor Moon Franchise und Fandom ereignet hat, sei es in Japan oder hierzulande. Auch wenn es nicht ganz so viel ist wie die letzten paar Jahre, waren doch einige Highlights für mich dabei. Und wir starten wie immer im Januar. Nelke Planning, die Firma, die auch die neuen Sailor Moon Musicals produziert, hatte 2024 Jubiläum, aber die Feier ging noch weiter mit Nelfes Afterparty. Bei diesem Event war auch der Inner Senshi Cast dabei, den es seit dem Kaguya Musical von 2021 gibt. Es war wohl eine Art Talkshow, aber viele Infos habe ich dazu nicht gefunden. Anfang Februar debütierte dann aber ein neuer Cast, nämlich mit Sailor Moon The Super Live in London. Justice, intelligence, passion, courage, and love. Es gab vor ein paar Jahren schon mal eine Show namens The Super Live, die in mehrere Länder kam, aber das war größtenteils Tanz, Schauspiel und Effekte, also absichtlich wenig Sprache und Gesang, damit es auch jeder verstehen kann. Und wie viele dachte ich, die 2025-Version würde ähnlich sein, aber nein, zu meiner Überraschung wurde es ein richtiges Musical. Die Show wurde komplett überarbeitet und hat mit der ersten Version nicht mehr viel zu tun. In circa 90 Minuten wird die Geschichte des ersten Manga-Arcs erzählt, und zwar mit vielen neuen Songs. Alles ist auf Japanisch, aber es gibt eine englische Übersetzung auf einem Bildschirm hinter der Bühne. Es war das erste Mal, dass ein richtiges japanisches Sailor Mew in den Westen kam, also war das eine große Sache. Ich habe das Ganze viel mitverfolgt und mir zum Beispiel Erfahrungen von Leuten angehört, die dort waren. Und übrigens, keine Sorge, wir haben den Podcast dazu nicht vergessen, der ist in Arbeit. Da werden wir das Stück nochmal im Detail besprechen. Ebenfalls im Februar veröffentlichte die deutsche Sailor Moon Coverband Harmonix ihre Single Kannst nur du allein. Außerdem gaben sie ein Interview auf dem Sailor Moon German YouTube-Kanal, denn es war nicht mehr lange hin bis zu ihrem Album-Release. Dazu kommen wir gleich noch. Aber nochmal zurück zu The Super Live. Im März kam das Musical nämlich auch in mehrere Städte in die USA. Diesmal mit dem vorhin erwähnten Cast von 2021 und 2022. Die Tour fand offenbar großen Anklang, was mich sehr freut, auch bei Leuten, die Sailor Muse noch nicht kannten. Ein paar Tage vor dem Start waren Riko Tanaka, die Sailor Moon, und auch Fumio Osano, Naokos Redakteur, auf dem SXSW in Texas. Das ist ein Festival und eine Konferenz. Sie haben dort in einem Panel über die neue Show gesprochen. Im April erschien dann endlich das heiß ersehnte Harmonix-Album Moonlight Memories, auf dem sie 19 deutsche Sailor Moon Songs covern. Ich kann es wirklich nur empfehlen, es ist wunderschön gesungen und mit Liebe zum Detail arrangiert. Ich hatte auch die Ehre, die Band in einem Video zu interviewen. Das könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr es noch nicht kennt. Ich finde, es ist sehr interessant und auch lustig geworden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man das Album nur auf CD hören, aber ein paar Singles sind auch digital verfügbar, falls ihr reinhören wollt. Zum Beispiel Sailor Moon auf Weltraumtour, was sie gleichzeitig mit dem Album released haben. Später kamen noch Melodie der Freude und die finale Version von Große Träume heraus, letzteres sogar mit Musikvideo. Außerdem hatten die Harmonix dieses Jahr viele Auftritte auf Conventions und so weiter, zum Beispiel auf der Gamescom, der Dokumi, dem Japantag, der Anime-Messe Babelsberg und noch mehr. Ich werde jetzt nicht alles aufzählen. Wacht auf, vertraut auf eure Kraft, wacht auf, die Liebe schafft, wacht auf und kämpft für unseren Traum. Wacht auf, schaut ins klare Licht, wacht auf, glaubt gegen Dunkel nicht, wacht auf. Übrigens, da wir gerade beim Thema sind, in der Koneko-Zeitschrift Nummer 130 gab es einen Artikel über die Harmonix. Glückwunsch! Außerdem wurde das Manga Manners-Projekt vom letzten Jahr fortgeführt. An mehreren Bahnhöfen in Japan gab es Artworks von verschiedenen Manga-Figuren an der Wand, darunter Sailor Moon. Daneben stehen Tipps für Touristen, wie man sich in Japan am besten verhält, also zum Beispiel kulturelle Unterschiede. Im Mai war Sailor Moon-mäßig irgendwie gar nichts los, also springen wir gleich zum Juni. Was ist da? Richtig, Usagis und Chibiusas Geburtstag. Da gab es wieder mal ein Ankündigungsvideo, wo die neuesten Kollaborationen vorgestellt wurden. Unter anderem wurde angekündigt, dass das Sailor Moon Museum nach Übersee kommen soll, aber ansonsten nichts wirklich Bahnbrechendes. Im Juli war die Anime Expo in Los Angeles und dort gab es eine Ecke, in der man Kostüme aus The Super Life bestaunen konnte. Yay! Mehr kann ich dazu aber leider nicht sagen. Außerdem wurde die zweite Staffel Sailor Moon R im japanischen Fernsehen ausgestrahlt. Und, was mich sehr überrascht hat, auch die Live-Action-Serie PGSM.
Das war das erste Mal seit der Erstausstrahlung vor über 20 Jahren. Und es ist eine Version, über die man von offizieller Seite nicht oft News hört, deshalb hat mich das gefreut. Die nächste Sache ist aber leider nicht erfreulich. Bianca Hanif alias Kesu, die Sängerin der Supermoonies, ist verstorben. Das ging aus einem Post ihrer Bandkollegin Gabriela Gottschalk hervor. Sie war erst 47 Jahre alt, aber was genau passiert ist, wissen wir nicht. Die Supermoonies waren damals eine Band, die Lieder zu Sailor Moon veröffentlicht haben, darunter 2 der deutschen Intros. Man kann ja von ihren Songs halten, was man will, aber mit Sicherheit sind sie für viele sehr nostalgisch. Und ich kann eigentlich nur wiederholen, was ich auch schon in einem News-Video gesagt habe. Ohne die Supermoonies wäre ich wahrscheinlich nicht zu Sailor Moon gekommen. Denn ich habe von der Serie erfahren, indem ich auf YouTube zufällig ein Musikvideo zu Camp für Sailor Moon gefunden habe. Und dann habe ich mir auch andere Songs der Gruppe angehört, bevor ich überhaupt den Anime gesehen hatte. Allein deswegen bin ich Bianca und den Supermoonies dankbar und die Lieder werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Also, Biancas Stimme wird uns bleiben und wir Fans werden sie nicht vergessen. Hallo Leute, hier sprechen eure Supermoonies. Wir finden es echt mondsteinstark, dass ihr unsere Single hört. Ich bin übrigens Kisu, das ist japanisch und heißt auf Deutsch Kuss. Singen tue ich übrigens auch. Tja, und ich tanze als Sailor Moon. Und ich als Tuxedo Mask. Wir hoffen, euch gefällt unser Poster. Wir sehen uns bald live. Bis dann, eure Supermoonies. Im August hielt The Superlife die nächste Überraschung für uns bereit. 2 komplette Performances wurden ein paar Tage lang auf YouTube hochgeladen. Eine vom London Cast und eine vom US Cast. Also das gab's meines Wissens nach so auch noch nie, dass ein Sailor Moon offiziell gratis streambar war. Eine sehr coole Sache. Vor allem da die erste Superlife-Version leider nie komplett veröffentlicht wurde, was ich bis heute sehr schade finde. Schauen wir im September aber nochmal nach Deutschland. Die Fanorganisation Sailor Moon German hat auf der Konichi ein Fan-Meetup veranstaltet, wo man einen Teil des Teams treffen konnte. Sogar das Sailor Moon German Cosplay wurde wieder ausgepackt oder neu gemacht, ich weiß es nicht. Freut mich jedenfalls, dass es wohl doch hin und wieder noch mit Conventions klappt. Was mich in diesem Monat aber besonders überrascht hat, war ein Video auf dem YouTube-Kanal Datteltäter. Ich feiere ja deren Videos, wo zum Beispiel Synchronsprecher eingeladen werden und die Gäste müssen erraten, wen die sprechen. Diesmal ging es um deutsche Anime-Sänger und Sängerinnen. Und ich war völlig baff, als plötzlich Tina Hierstetter kam, die Sängerin von Sag das Zauberwort. Beziehungsweise heißt sie mittlerweile Tina Bichelmeier, weil sie geheiratet hat. Lange hat sie sich eher aus der Öffentlichkeit rausgehalten und es war sehr schwer, Infos oder Bilder zu ihr zu finden. Und ich muss mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Witzigerweise hatte ich es circa ein Jahr zuvor trotzdem geschafft, Kontakt mit ihr aufzunehmen, und zwar mit Hilfe von Petra Scheser. Tina war so lieb, mir ein paar Fragen zu beantworten, aber ich war mir nicht sicher, ob ich diese Infos weitererzählen darf. Deshalb freut es mich total, dass sie diesen Videoauftritt hatte und jetzt offiziell zu den Anime All-Stars gehört. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft, du kannst es tun. Oh Sailor Moon, kämpfe für den Sieg über Dunkelheit, folge deinem Traum von Gerechtigkeit, du kannst es tun. Wow, Bruder. Oh Sailor Moon. Im Oktober gab es ja auch ein Interview bei Sailor Moon German auf YouTube. Werde ich euch alles in der Beschreibung verlinken. Und da hat sie endlich eine Frage geklärt, die viele Fans schon lange hatten. Singt sie auch Sailor Moon auf Weltraumtour? Da wurde nämlich leider auf den CDs keine Interpretin angegeben. Ich habe sogar mal den Produzenten Andi Knote angeschrieben, aber er wusste es nicht mehr. Und auch Tina konnte sich nicht an andere Sailor Moon Songs erinnern, aber durch das SMG-Interview hat sie sich das nochmal angehört und konnte bestätigen, doch, sie hat den Song gesungen, auch wenn sie selber sagt, dass sie da irgendwie anders klingt. Und auch die meisten dieser englischen Songs, die auf den ersten paar Superhits für Kids-CDs drauf waren von ihr. Colors of Love, Dreamers, Can't Stop Loving You, Wonderland of Dreams, Look at the Stars, Every Second Counts, Dancing on the Moon und Planets. Sehr cool, dass wir das endlich mal wissen. Und übrigens wird sie dieses Jahr auf der Kokoro-Con nahe Wien zusammen mit anderen Anime All-Stars ihren ersten Convention-Auftritt haben. Wie cool ist das denn? Aber bleiben wir erstmal im Oktober. Mittlerweile waren die Senshi von The Superlife wieder nach Japan zurückgekehrt und natürlich wurde das Musical auch dort nochmal aufgeführt. Eine Woche zuvor hatte der US-Cast außerdem eine Präsentation auf dem Tokyo Performing Arts Festival und haben 2 Songs gesungen. Ebenfalls im Oktober war an der Keio-Universität die Mitakai-Konferenz. Da treffen sich viele Absolventen, es gibt Events und so weiter. Jetzt fragt ihr euch, was hat das mit Sailor Moon zu tun? Nun, an diese Uni ist auch Naoko Takeuchi gegangen und für die diesjährige Konferenz hat sie ein Artwork gezeichnet, auf dem die Senshi die Cheerleader-Uniformen tragen.
Beziehungsweise, um genau zu sein, ging sie auf das Kyoritsu College of Pharmacy, das aber mittlerweile zur Keio gehört. Die Universität kommt übrigens in Sailor Moon vor, wenn auch anders geschrieben. Da studieren Mamoru, Motoki, Reika und Setsuna. Am 13. Oktober war für Sailor Moon das 30-jährige Jubiläum in Deutschland. Yay! 1995 hatte der Anime ja Premiere auf dem ZDF. Es ist zwar nichts Besonderes speziell dazu passiert, aber ich wollte es mal erwähnen. Dafür passierte Ende des Monats etwas Besonderes. Der Streamingdienst ADN nahm den Sailor Moon 90er Anime ins Programm. Bis dato sind die ersten 3 Staffeln verfügbar und der Rest soll auch noch folgen. Gibt's übrigens auch als Prime Channel. Und es ist tatsächlich das erste Mal, dass die Serie komplett im Stream erscheint. Zuvor war sie immer nur teilweise in Mediatheken durch Fernsehausstrahlungen. Ein wichtiger und meiner Meinung nach längst überfälliger Schritt. Auch wenn ich leider gehört habe, dass es wohl ein paar Tonprobleme gibt. Ich hoffe, dass das noch gefixt wird. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass es endlich eine Streaming-Möglichkeit gibt für alle, die die DVDs nicht haben. Mit dem November startete auch das diesjährige Sailor Moon Café in Tokio. Natürlich gab es wieder thematisch passendes Essen und Merch. Außerdem gibt es dort eine Galerie mit Naokos Bildern und sie hat sogar ein hübsches neues Artwork dafür gezeichnet. Mitglieder des offiziellen Fanclubs konnten für das Café exklusive Vorteile bekommen. Dann wieder ein Fanprojekt. Team 4-Star, die zum Beispiel für ihre Dragon Ball Parodien bekannt sind, haben eine Sailor Moon Abridged-Serie gestartet. Dabei werden Szenen aus der Serie zusammengeschnitten und lustig nachsynchronisiert. Sowas gab's früher auch schon mal von anderen Leuten. Jedenfalls ist das, was ich bisher gesehen habe, ziemlich lustig, also schaut es euch auf YouTube an, wenn ihr wollt. Es ist auf Englisch. So, you need me, Sailor Moon, to find the Moon Princess. Okay, that's... I'm the Moon Princess, aren't I? It's not... You don't know that! Which is why you, Zoisite, will collect the 7 rainbow crystals and awaken the 7 great monsters. Okay, none of that shit is in the manga. Well, if you bitches love canon so much, neither was your relationship. God damn it, fine. You, sir, are no gentleman. And you, miss, are no lady. Hey, Bunhead. Wait, you know that I'm... Your face and hair are still the same. You just changed your clothes. Ich kann hier natürlich nicht alle Fanprojekte erwähnen, mit Sicherheit gab es auch einige Videos, Fanfictions und so weiter, aber das hier wollte ich euch dann doch nicht vorenthalten. Gegen Ende des Monats erschien der Soundtrack zu The Super Live auf den gängigen Musikstreaming-Anbietern. Dort könnt ihr euch jetzt alle Songs anhören. Das dürfte das erste Sailor Mew sein, dessen kompletter Soundtrack online veröffentlicht wurde. Ich persönlich hätte mir zwar auch eine CD gewünscht, aber bin trotzdem froh. Und wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Eigentlich sollte das Musical auch im November eine China-Tour machen, allerdings wurde die kurzfristig abgesagt, also literally 2 Tage vorher. Es wird vermutet, dass der Grund die politischen Spannungen zwischen den Ländern sind. Ich kenne mich da nicht so aus, aber offenbar wurden auch andere Konzerte japanischer Künstler und so weiter in China abgesagt. Mir tut's vor allem leid für alle Fans, die schon Tickets gekauft hatten und den Cast, der sich darauf vorbereitet hat und wahrscheinlich bereits vor Ort war. Ebenfalls abgesagt bzw. verschoben wurde das Sailor Moon Overseas Museum, das ja eigentlich für Herbst angekündigt war. Jetzt wurde es auf nach 2026 verschoben. Mal sehen, ob das überhaupt noch was wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. Wir wissen aber nicht mal, in welches Land es überhaupt hätte kommen sollen. Es gibt die Theorie, dass es auch China war und das der Grund war, aber das ist nur Spekulation. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es mal in unsere Nähe kommen würde. So, dann sind wir im Dezember angekommen. Da gab es mein persönliches Highlight des Jahres, das Anime-Festival Kassel. Nicht nur haben die Harmonix dort Konzerte gegeben, sondern auch Yoko Ishida. Sie hat mehrere Songs für den 90er-Anime gesungen, sowie auch ein Ending für Sailor Moon Eternal. Und zum Glück haben Mad Eye und ich es kurzfristig geschafft, dahin zu kommen. Ich habe mich so sehr gefreut. Die Konzerte waren super und ich habe viel mitgesungen und gejubelt.
Autogramme musste ich mir natürlich auch holen von den Harmonix und Yoko Ishida. Ich habe Yoko eine japanische CD zu Sailor Moon R signieren lassen, bei der sie direkt interessiert im Booklet geblättert hat. Sie erinnerte sich nämlich an die CD und es ist auch ein Foto von ihr von früher abgedruckt. Und zu meinem Black Lady Shirt sagte sie, dass das ihr Lieblingscharakter sei. Sind zwar random Details, aber es war für mich ein toller Moment mit ihr zu sprechen, den ich nicht so schnell vergessen werde. Falls es euch interessiert, auf den Konzerten hat sie folgende Sailor Moon Songs gesungen: Otome no Policy und Ai no Senshi, von beiden ist sie die Originalsängerin, und dann noch Moonlight Densetsu und den Sailor Star Song als Cover. Außerdem gab es eine Ankündigung von ihr. Sie will dieses Jahr ein komplettes Sailor Moon Coveralbum rausbringen. Ich weiß, dass sie das vor ein paar Jahren schon mal vorhatte, aber dann kam es irgendwie doch nicht. Sehr cool, dass es jetzt offenbar doch noch klappt. Jedenfalls war ich mega glücklich, dass ich dabei sein konnte, viele tolle Sachen erlebt habe und so tolle Leute getroffen habe. Das schließt natürlich auch die lieben Zuschauer mit ein, mit denen ich mich unterhalten habe. Grüße gehen raus an euch. Ach ja, die Harmonix haben auf der Con auch USB-Sticks verkauft, auf der Demo-Versionen von 3 neuen Songs drauf sind: Moonlight Densetsu, Root Venus und Todoka no Omui. Es soll nämlich noch eine EP namens Moonlight Memories Encore rauskommen. Yay! Aber das ist Zukunftsmusik. Eigentlich sind wir ja noch im Dezember. Das Raisonné Artbook von 2024 bekam einen Reprint, in dem ein kleiner Druckfehler ausgebessert wurde. Auf einem der Bilder gab es nämlich einen kleinen schwarzen Fleck. Wäre mir persönlich nicht aufgefallen. Die neue Version erkennt man daran, dass in der Nähe vom Barcode 004 steht. Dann ist jetzt auch das Nogisaka Musical von 2024 auf verschiedenen Plattformen streambar. Allerdings nur in Japan, wie es aussieht, unter anderem auf Amazon Prime Japan. Ich habe jetzt aber nicht alle Seiten ausprobiert, weil ich die meisten dieser Streaming-Anbieter nicht habe. Verlinken kann ich euch den Post ja vielleicht trotzdem mal. Und die letzten News des Jahres: In den Universal Studios Japan gab es eine Art Silvester-Event, bei dem es auch eine kleine Sailor Moon-Performance mit Moonlight Densetsu gab. Es wurden außerdem Ausschnitte aus den Sailor Moon 4D-Filmen gezeigt, die es in dem Park mal gab, darunter auch ein paar Clips, die wir noch nicht kannten. Also mit wir meine ich alle Leute, die dieses 4D-Kino damals nicht besuchen konnten, was wohl die meisten von uns sind. Ich würde ja echt gerne mal die ganzen Kurzfilme sehen. So, und damit sind wir am Ende des Jahres angekommen. Ich finde, dass es 2025 einige tolle und oft auch überraschende Sachen gab, wie das neue Musical, das Harmonix-Album, Tina Bichelmeyers Comeback, Sailor Moon auf ADN und für mich natürlich noch das Anime-Festival Kassel. Schauen wir doch zum Schluss mal, was 2026 für uns bereithalten wird. Zumindest die paar Dinge, die wir schon wissen. Im April wird das Sailor Moon Shining Theater Shinagawa Tokyo eröffnen. Dort soll es eine neue Show mit allen 10 Sailor-Kriegerinnen geben, sowie thematische Speisen und Getränke. Etwas Ähnliches gab es vor ein paar Jahren schon mal, das hieß Shining Moon Tokyo. Aber leider musste das Showrestaurant wegen der Pandemie schließen. Das hier scheint ein direkter Nachfolger zu sein. Ich bin gespannt, was wir für eine Show bekommen und hoffe natürlich auf eine Aufnahme. Beim ersten Mal gab es nämlich leider keine. Dann ist vielleicht ein paar von euch aufgefallen, dass ich gar nichts zu den Showgruppen Midnight Senshi und Rising Moon gesagt habe. Das liegt daran, dass beide 2025 keine Auftritte hatten, soweit ich das sehe, aber sie bereiten sich für Shows 2026 vor. Für die Tanzgruppe Midnight Senshi wird es aber leider das letzte Stück sein. Dafür haben jetzt wohl ein paar Mitglieder eine Nachfolgegruppe gegründet, Tsuki no Hana. Die suchen übrigens noch neue Mitglieder, ebenso wie Rising Moon. Und zu guter Letzt wurde von Crunchyroll Deutschland eine Steelbook Edition der ersten Staffel angekündigt. Die soll im April auf DVD und Blu-ray rauskommen. Also wird das offenbar eine weitere Disc-Ausgabe des 90er-Animes? Ich fänd's zumindest komisch, wenn sie das nur für Staffel 1 machen würden. Aber naja, schauen wir erst mal. Ich bleibe gespannt, was 2026 in Sachen Sailor Moon so bringen wird. Schreibt mir doch mal eure Highlights von 2025 in die Kommentare und lasst einen Like da, wenn's euch gefallen hat. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat. Mit